Wenn es um Open-World-Rennspiele geht, dann denkt man natürlich auch direkt an große Maps. Man kennt Maps wie aus Forza Horizon, die irgendwo im Nirgendwo sind und alles gefühlt gleich aussieht, bis auf ein bisschen Dschungel hier, ein bisschen Wüste da und irgend so eine Baracke, die sich Dorf nennt. Dann haben wir Maps, die wie zum Beispiel Hong Kong Island, welche in Test Drive Unlimited Solar Crown sein wird, mit einer dicken Stadt und auch ein bisschen ja, drumherum noch, ne, hier und da ein paar Berge und so weiter. Aber da gibt es ein Spiel und ihr wisst wahrscheinlich längst, was da jetzt kommt. Das ist so überdimensional. Natürlich reden wir von The Crew. Es gibt kein Spiel, welches mir irgendwie bekannt ist, kein Rennspiel, was auch nur annähernd an die Größe und Vielfalt der The Crew Map kommt. Okay, kurz ein kleiner Zwischenstopp. Viele denken jetzt wahrscheinlich an Fuel. Und ja, Fuel hat auf jeden Fall eine größere Map von der Reihenfläche her als The Crew. Allerdings habe ich ihn nicht mit rein in den Vergleich genommen, denn das Spiel ist schon ein bisschen älter und wird auch nicht mehr aktiv supported. Im Gegenteil oder im Gegensatz zu Forza Horizon 5, The Crew 2 halt jetzt oder Test Drive, was kommen wird. Ne? Ich bin hier mehr so auf die aktuellen Titel eingegangen. Aber nur so als Fun Fact, ja, Fuel ist an sich größer als The Crew. Aber die Map ist aber auch ganz anders aufgebaut, da es halt da mehr so um Offroad-Rennen und so weiter geht, ne? Nur als kleiner Reminder, falls sich einige wundern, was labert der denn da? Also dann, weiter im Text. Diese Map ist wirklich unnormal und das ganze Spiel an sich ist vom Umfang her auch unnormal. Natürlich gibt es Unterschiede zu einem Forza und so weiter. Darauf gehen wir jetzt mal ein. Aber nochmal zurück zur Map. Sie ist wirklich, du hast da fast die ganze USA komprimiert mit einigen Highlights und Sehenswürdigkeiten. Du kannst nicht mal eben von einer Seite der Map zur anderen fahren. Das dauert ein wenig, je nachdem, was du für ein Auto hast. Wenn du einen Standardwagen nimmst, der etwas langsamer ist, dann bist du da wahrscheinlich über eine Stunde unterwegs. Also diese Map hat einfach eine Größe, die ich bis heute nicht begreifen kann, weil ich im Vergleich eben halt diese gefühlt winzigen Maps von anderen Spielen sehe und dann kommt einfach so Crew mit diesem Schlachtschiff. Ja, du hast da eigentlich alles, was du haben möchtest. Du hast Großstädte, du hast kleinere Städte, du hast Berge, du hast Landstraßen, Canyons, Küstenstraßen, wirklich unglaublich schöne Orte. Natürlich muss man sagen, die Grafik kommt jetzt vielleicht nicht an so ein Forza ran, was absolut nachvollziehbar ist. Ich meine, guckt euch die Größe an. Es ist klar, dass da irgendwo Einbußen gemacht werden, aber super hässlich sind nicht. Also die Autos sehen recht gut aus und so weiter. Klar, die Map, da fehlt es ein bisschen so an Detail. Ne? Aber bei der Map-Größe muss man sich da auch nicht wundern. Imagine, die würden da noch jede Straße, jede Ecke mit ordentlich Details machen. Also das ist, ich glaube, die Map an sich zum Bauen war schon eine Riesenaufgabe für die. Aber ja, The Crew ist halt so ein Spiel, da scheiden sich bei manchen die Geister, manche mögen es, manche nicht. Ich finde es halt geil, ich feiere eigentlich fast alle Rennspiele. Du kannst halt mit Autos fahren, Street Racing Karren, wie man sie kennt, so ein, weiß ich nicht, Nissan Skyline oder Murcielago. Dann gibt es Hypercars, du kannst dich in ein Boot verwandeln oder in ein Flugzeug, Motorräder gibt es hier auch. Also und Monster Trucks, also wirklich eine riesige Auswahl an Fahrzeugen. Auch tuningmäßig ist da einiges zu machen. Du kannst Autos tunen, aber es gibt auch Special Editions von den ganzen Autos, die besonders getuned sind, die du freischalten kannst. Und ja, aufgrund der Map-Größe sind teilweise auch Rennen dabei, wo du eine halbe Stunde unterwegs bist. Dank dem Renneditor kann man mittlerweile sogar noch größere Strecken fahren. Da gibt es Strecken, da bist du 3 Stunden unterwegs oder mehr. Also The Crew ist schon super umfangreich. Du hast halt wöchentlich den Summit, so wie bei Forza auch die Seasons sind. Ne? Jede Woche hast du was anderes zu tun, musst Punkte sammeln und kannst dann Ende der Woche Follower abkassieren, Autos und andere Gegenstände. Dann hast du Story-Missionen. Wirklich für jede Kategorie, ob Offroad oder Street Race, Hypercar, gibt es unendlich viele Missionen gefühlt. Ja, sehr, sehr umfangreich. Ne? Je nachdem, wie dir gerade ist, machst du entweder mit Flugzeugen ein bisschen Action oder mit Powerbooten oder halt deine Autos, Motorräder, Monster Trucks. Es gibt sogar DTM bzw. Rennwagen, wo du mitfahren kannst, Formel 1 Wagen. Also wirklich,
es ist vom Umfang her unglaublich. Auch Helikopter und so weiter. Also ich weiß gar nicht. Mir fallen immer wieder neue Sachen ein. Ich habe das halbe Spiel selber noch nicht gefühlt durch, weil es einfach so gigantisch ist. Und das ist in meinen Augen einfach was super Besonderes in der Rennspielwelt, weil The Crew nicht nur diesen Umfang hat an Aktivitäten, sondern auch noch diese große Map. Wenn wir jetzt mal Forza Horizon im Vergleich nehmen, ich spiele das genauso gerne wie The Crew, aber es ist eine kleinere Map und du hast deutlich weniger zu tun. Wenn du einmal einiges da abgearbeitet hast, weißt du gar nicht mehr, was du großartig machen sollst. Ja? Du hast halt jede Woche deine Season, die ist auch innerhalb von 1-2 Stunden abgearbeitet. Die Rennstrecken, Rundkurs nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, da gibt es vielleicht eine Handvoll, keine Ahnung, 8, 9 Stück oder so. Das große Angebot an Content liefern eigentlich nur die Spieler selbst durch den Renneditor, wo man halt auch Objekte und so weiter verteilen kann. Und ja, aber im Vergleich zu The Crew ist das halt gefühlt nichts. Klar sieht Forza an sich hübscher aus und hat wesentlich mehr Autos, aber naja. The Crew hat einfach, wie gesagt, diese Riesenmap und viele Aktivitäten. Man weiß gar nicht, was man machen soll. Ne? Weil es so viel ist. Wirklich, das ist heutzutage schwer zu finden. Manche Spiele sind innerhalb kürzester Zeit durch und das war's. The Crew ist da einfach super massiv. Auch die Teile, du musst da ordentlich grinden, um deine Teile-Sets zu komplettieren und so weiter. Da kannst du nicht einfach irgendwo in den Shop gehen und dir die passenden, perfekten Teile kaufen. Nein, da hat jedes Teil so seine Eigenart, ne? Ob es jetzt doppelte Follower sind oder mehr Tuning-Teile an sich, die gedroppt werden. Ne, da gibt es so viel und dann musst du die noch kalibrieren, um die Bonusfähigkeiten, die Boosts und so weiter zu optimieren. Also du hast in diesem Spiel wirklich viel zu tun und dazu kommt noch, dass es halt auf allen Plattformen ist. Ne, Forza ist ja zum Beispiel nur Xbox und PC. Und mit Motorfest, was jetzt auch noch kommt, ist dann halt auch noch Crossplay am Start und dann, ja, Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Aber ich wollte mich heute weiter mit The Crew 2 beschäftigen. Wie gesagt, diese Map ist in meinen Augen gigantisch. Ich habe schon sehr oft angefangen darüber zu reden, weil ich krieg's persönlich einfach nicht in den Kopf, wie die das hingekriegt haben. Ich meine, irgendwie geht's sicher. Ich wette, selbst ein Forza würde das hinkriegen, aber sie machen es halt nicht. Was allerdings nicht so gut ist, du hast halt diese riesen Map zum 100. Mal, ich weiß, aber kannst nur 3 Freunde in deine Crew einladen. Also was ich ja absolut nicht so geil finde, ist wirklich 4 Spieler insgesamt mit dir eingeschlossen und so eine riesen Map. Und Online-Spieler siehst du auch nicht ewig. Also du kannst da rumballern, wie du willst. Die Server sind halt relativ klein. Die Spieler, die du aktiv sehen kannst oder die halt mit dir mitfahren kann. Und bei so einer Map sind 4 Spieler wirklich, ja, ich weiß nicht, fast schon peinlich oder was. Ich meine, in Forza kannst du 12 Leute in deine Kolonne einladen und rumcruisen. Ne? Und das dazu noch eine kleinere Map und in The Crew sind es halt nur 4. Das ist fast so sinnlos wie Unbound. Die haben das ja auch reduziert. Was ich genauso dumm finde, in solchen Zeiten, ne, heutzutage, eine 4er-Party. Also das ist so, also ich weiß nicht, vor allem Unbound, du hast da deinen freien Modus mit freien Modus-Aktivitäten und so weiter und dann reduzieren die Spieler auf 4. Ja, und das fand ich bei The Crew halt schon immer irgendwie schade, weil das Spiel hat ja nicht nur diesen Umfang an Events und so weiter. Es macht auch Spaß, einfach die Welt zu erkunden, einfach zu cruisen, weil diese Straßen so unendlich lang sind. Du hast so viele Gebiete, so viel Natur zu erkunden und so weiter. Und ja, das kannst du halt nur zu dritt machen und der Rest guckt dumm aus der Wäsche, der vielleicht mit dir mitspielen will. Das finde ich halt schade. So 8 Spieler, ja, okay, würde ich auch noch sagen, ist ein bisschen wenig, aber besser als 4 auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Ich habe da mal so ein Gerücht gehört, dass Motorfest mehr Spieler bieten soll in der eigenen Crew. Habe mich da jetzt nicht genauer informiert, aber da hoffe ich mal, dass da was gemacht wird. Das ist halt selber wie in Horizon, da haben wir auch alle gehofft, hoffentlich erweitern sie die Kolonne auf 16 Spieler, aber ja, wurde da auch nichts draus. Vielleicht bei der nächsten Engine, beim nächsten Horizon. Ja, aber diese Spielerzahl, das ist schon ein bisschen blöd. Das fand ich damals in Test Drive besser gemacht. Da konntest du auch, keine Ahnung, wie viele Spieler bei dir mitfahren lassen, aber da funktionierte das System des Wechsels irgendwie besser. Du hattest halt immer Spieler in deiner Nähe, ne? Die wurden da gespawnt. Und im Grunde funktioniert The Crew und Forza auch so, aber man merkt es kaum. In Test Drive hattest du damals wirklich immer welche in der Nähe, die dir entgegenkamen oder so weiter. Da hat das System irgendwie besser funktioniert.
Und ja, also Crew ist halt so eine riesen Map, da fühlst du dich teilweise sehr einsam, weil es halt so groß ist. Die meisten Spieler sind halt irgendwo im Nirgendwo wahrscheinlich. Also ich persönlich zumindest finde da kaum welche oder sehe da kaum welche. Hin und wieder kommt mir mal einer entgegen oder man sieht sie irgendwo in der Ferne. Aber ja, so aktiv, dass sich da Kolonnen bilden, wie manchmal Enforcer bei mir im Stream, das passiert eigentlich eher selten. Und das ist, wie gesagt, für mich ein großer Nachteil. Dann kommt noch das Thema Fahrphysik. Ja, manche feiern die Fahrphysik nicht. Ich bin auch nicht der größte Fan, aber trotzdem ist sie angenehm. Man kann fahren, man kann sich dran gewöhnen. Klar, am krassesten sind diese Aufprallgeschichten, dass dein Auto immer irgendwie weggeschleudert wird oder so. Ganz komische Sache bei so Crew 2. Ja, wird besser in Motorfest. An so ein Horizon, ja, da kommt man halt eh nicht ran. Die haben es halt über Jahre geschafft, da so eine ultimative Fahrengine zu entwickeln. Aber ja, The Crew, Motorfest soll wohl wesentlich besser werden. Mich würde jetzt mal interessieren, spielt ihr The Crew? Denn ich möchte wahrscheinlich in Zukunft mehr Crew bringen. Ich hatte das schon immer vor, aber bin bis jetzt nicht dazu gekommen. Ich spiele The Crew aktiv, auch im Livestream immer mal wieder. Nur auf YouTube habe ich bis jetzt noch nicht viel mit The Crew gemacht und das möchte ich ändern, weil ich finde es geil. Macht auch Spaß, da gibt es auch immer viel zu machen. Auch Challenge-mäßig mit den Spielern und so weiter. Und ja, da würde mich mal interessieren, spielt ihr The Crew 2 zum Beispiel oder werdet ihr Motorfest spielen? Wie gefällt euch das? Feiert ihr die riesige Map und diese Funktion, dass ihr euch verwandeln könnt in Boote und Flugzeuge und so weiter? Ich meine, wer keinen Bock drauf hat, muss es ja nicht machen. Also ich finde es geil, dass man die Möglichkeiten hat. Ist halt sehr wild, ne? Richtig geiler Funraiser auf jeden Fall. Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich freuen zu hören, was ihr so von The Crew haltet. Ob es hier überhaupt Spieler gibt und ja, freut ihr euch auf The Crew Motorfest? Ich auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall am Start da. Und ja, so viel zu dem Thema. Ich wollte es einfach mal ansprechen. The Crew, diese Riesenmap, macht mich immer wieder baff. Wirklich. Einfach ein geniales Spiel. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.